Ja. So, dann machen wir jetzt hier schön. Genau, sobald ich den Tempomat anmache, übrigens, das ist auch so eine Eigenheit, fährt der vorein dann in dem Augenblick langsamer, wenn man Tempomat anmacht. Okay. Die ganze Zeit hast du denselben Abstand, dann machst du Tempomat an und kommt der einen näher ran. Ja gut, egal. Das ist echt Camping-Caravan-Konzept. Camping-Caravan-Konzept einfach nur. Ja. Herzlich willkommen auf den Camping-Caravan-Konzept-Kanal auf YouTube. Wir melden uns zurück nach einer langen Winterpause und wir nehmen euch heute mit, um unseren Falter abzuholen. Wenn euch das interessiert, wie wir ihn haben überwintern lassen, wie wir ihn wieder rausholen, wie wir ihn nach Hause holen, bleibt einfach dabei. Los. Also wie bereits im Intro angekündigt, melden wir uns zurück aus der langen Winterpause. Und im Prinzip ist es so, alles, was ich vor der Winterpause gesagt habe, ist Schnee von gestern, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ich hatte eigentlich vor, den Camper vor unserem Haus mit Planen so fest zu verzurren, dass er trocken und heile überwintern kann. Jetzt hat meine liebe Frau Sandra gesagt, na, das ist nicht so eine schöne Idee, sie hätte nicht so ein schönes Gefühl. Außerdem gäbe es doch ganz in der Nähe von uns, knapp 200 Kilometer weiter weg, eine schöne Tiefgarage, wo der Falter trocken und sicher und sauber überwintern kann. Für einen recht günstigen Preis, sodass ich jetzt gesagt habe, jawohl, dann lass uns in diesem Winter, diese Wintersaison den Falter in dieser Tiefgarage überwintern und habe aber trotzdem vor, langzeitmäßig mir dann eine eigene kleine Holzgarage zu bauen, wo dann der Falter in Zukunft überwintern kann. Und so weiter und so fort. Also wir melden uns später. Hier ein paar Eindrücke von der Fahrt. Was soll ich denn? Ja. Hast du einen Schlüssel davon? Den hast du. Am Schlüssel, am Autoschlüssel. Ach so. So, unser neues schickes Auto. Dann sieht es ja fast so aus. So, und hier wird er sein. Hier wird er sein. Hier. Ich bin ganz aufgeregt. Ach so. So. So, genau. Also, jetzt holen wir den Falter ab. Welchen Schlüssel hat er denn? Das weiß ich nicht. Guck dir das Schloss an. Ich hab's ja nicht abgeschlossen. Na, der kleine Mann ist auch dabei. So. Da ist unser Baby. Kommen Sie rein. Da ist er. Da ist er. Na, er hat schon eingestaubt, hä? Na, stand er jetzt auch ein ganzes Winter. Guck mal, Philipp fliegt den schon mal raus. Warte, Philipp. So, jetzt. Nicht so schnell. Boah, guck mal, was da für eine Schicht drauf ist, ja? Ja. Meine beiden Jungs. Beziehungsweise dann können wir ja gleich wieder mal ein Tutorial machen über, Philipp, lass mal so. Ein Tutorial machen über, wie schließe ich den Falter richtig an. Ja? Können wir ja gleich mal machen. Was ich aber gerne mal ausprobieren wollen würde, ist die neue, komm mal her, die neue
Waage. Ich habe nicht gedacht. Oh, mehr geht gar nicht. Okay. Dann werden wir die mal. Willst du runterkurbeln, Philipp? In der Richtung? Ja. Probier Guck aus. mal, die musst du mal ausprobieren. Der hängt noch in der Luft. Ja, ja, soll er ja. Guck mal hier. Der hat jetzt ein Gewicht von knapp 32 Kilo. Ja. So, jetzt wieder mal den Klassiker. Diesmal habe ich den richtig rangemacht. Wir müssen ja dann auch noch einen Test machen, ne? Mhm. So, ha? Mama, dafür schalten. Mal kurz gucken. Ja, unten ist dieser Schnubbel. Gut. Alles klar. Du musst auch zu den Nützsporn was sagen. Nee, die sehen ja jetzt erst nicht. So, was war denn hier jetzt eigentlich? Der hier? Ich Einfach glaube, ich so weiß. hinlegen. So. Und das dann Macht man runter. eigentlich zum Schluss, bevor man das Kabel nämlich einklemmt. Ja. Ist das Ich sinnvoller? weiß denn? runter. Einfällt normalerweise auch, aber wir haben ja nicht da. Gut. Das Rad musst du wieder hochholen, ne? So, die müssen wir ja auch noch austauschen hier, ne? Das wollen wir austauschen. Das machen wir nochmal extra. Wir fahren zum Spezialist. Ja, oder so. So, also wenn das abgeht, dann weiß ich auch nicht mehr. Papa, wann bringen wir eigentlich unsere T-Shirts raus? Du bist Hast du mir? Habe ich ja gar nicht gesagt. Handbremse lösen? Du? Ist sie gelöst? Die ist gelöst, wenn die unten ist. Gut. So. Okay. Darf ich? Ja. Nochmal ein langes Gespann, ne? Das weiße Gespann, ne? Der weiße Riese. Komm nochmal von der anderen Seite. Mal gucken, wie es ist, mit denen zu fahren. Ja. Schön wird es erst, wenn er mal ein bisschen schräg steht, dass man ihn so komplett drauf kriegt. Oh, machen wir, ne? Was machen wir? Die Lampen hinten gehen. Ach so. Es ist schon Abend. Linker links, Geht, Ja, linker rechts, ja, geht, Rente, ja. geht. Rückwärtsgang, Nein, Rückwärtsgang. nein. Nein. Ja, ich mach das auch. Ah. Da kommt er. So, dann haben Da ist er. Genau. Da fährt er, unser Baby. Sehr schön. Ach, freue ich mich drauf. Ja, dann sind wir auch bald zu Ende. Ja, nach der langen Winterpause haben wir jetzt den Falter zurückgeholt. Wir werden dann die nächsten Tage die Innenkabine wieder einhängen und den Falter schön und frisch machen. Wir müssen die Klappe reparieren. Wie sagt man dazu? Vom Flaschenkasten. Vom Flaschenkasten der Deckel, der ist eingerissen. Den haben wir jetzt notdürftig mit Wir einem müssen- Spanngurt zugemacht. Oder Deichselbox, wie man heutzutage neu modern sagt. Die Plane müssen wir sauber machen, klar.
Und wir müssen das Deichselrad, die Befestigung, müssen wir uns eine schöne Alko besorgen, dass wir nicht wieder unser Deichselrad verlieren und aufrauchen. Und wir müssen die Betten reinlegen. Ja, Matratzen werden wir auch noch reinhauen. Also 3 Sachen, die wir noch machen müssen. Ein bisschen auffrischen und dann geht's schon bald nach Italien. Gut, das soll es von hier aus gewesen sein. Hier noch ein paar Rückfahrimpressionen. Ich bedanke mich für euer Interesse an den Camping-Caravan-Kanal. War auch wieder falsch, aber macht's gut, bis später. Die alte Straße ist fast wie damals und doch hat sich so viel gedreht. Und ich spiel meine Lieder und denk an euch zurück. Soll ich nochmal anfangen? Okay. Also was man ja gar keinen erzählen darf, immer wenn wir jetzt mit den Falter unterwegs sind, passiert irgendwas. Entweder geht das Deichselrad kaputt, ja, dass sich das löst und unser Deichselrad aufraucht. Oder, was uns gestern passiert ist, wir haben ein Spanngurt hier rüber gemacht, weil etwas kaputt. Und was soll ich euch sagen? Der Spanngurt ist runtergegangen, wir wurden wieder angehalten.